so schon frickelig genug, überall durchzukommen. Brauche ich noch einen axtschwingenden Berserker. Ich könnte den... Oh, stimmt, ich habe vergessen, was zu tun. Was ich sogar versprochen hatte zu tun. Die Ringe anzugucken. Weil mir fiel gerade ein, ich könnte ja jetzt auch den Ring nehmen vom bösen Auge. Und wenn ich dann wenig HP habe, dann schwenke ich von dem Boss auf die Ads, auf die Wolf-Ads und kriege so ein bisschen HP zurück. Klingt nicht schlecht, ja. Klingt besser als ganz langsam, ganz wenig zu regenerieren. So. Jetzt aber die Ringe. Inventar. Wir haben da 2 neue Ringe bekommen. Und zwar wäre das... Nee. Schädelring. Gegner entdecken einen leichter. Okay. Eines von Kurlans abgeleiteten Wundern entstand aus der Seele eines Seelenzehrers. Man wird leichter von Feinden entdeckt. Der Seelenzehrer war eine unersättliche Bestie, die Seelen verschlang, um mächtiger zu werden. Selbst nach der Verbrennung ihrer Leiche soll der stechende Gestank der verbleibenden Seelen die Luft dauerhaft verdorben haben. Verbrannte Leiche, erinnert das euch an irgendwen? An so einen kleinen hundsligen Mann? Ein Hauptproblem? Ja, das könnte der gewesen sein. Das war Ring Nummer 1 und Ring Nummer 2. War irgendwas mit Wüland. Nee. Ich gehe mal einmal komplett durch, gucke oben mittig hin auf den Namen, bis da irgendwas mit Wü kommt. Hexenring, Mondsring. Flynn, nein. Ein Y, aber kein W. Ist das vielleicht ein Questgegenstand gewesen? Zeichnis der Ritter? Nö, das sieht ja alles nicht so ringartig aus. Sicher, dass es Wün war und nicht irgendwas anderes? Ah, Hawkins Grasklinge. Ach, Grasklinge, das ist auch aus... Boah, Dark Souls 1. Bei den Wölfen. Da gab es einen Covenant, da brauchte man die Grasklingen. Blutbefleckte Grasklinge von Hawkwood, dem Deserteur der Untotenlegion. Traditionsgemäß überbringt die Untotenlegion mit der Grasklinge nur die gravierendsten Nachrichten. Kommt zu Farrons Mausoleum. Nur einer kann dem Pfad des uralten Drachen folgen. Au. Okay. Als ich vor einer Weile gesagt hatte, dass es recht schwer gewesen wäre, den einen Drachenassassinen zu finden, weil man normalerweise in die alten Gebiete nicht reinkommt, das hier hätte mich dann zu ihm gelockt. Das heißt, man hätte irgendwann zwangsweise in seinem Spielstand wieder mit André gesprochen, also mit seinem Schmied, der hat einem das hier gegeben, dann weiß man, aha, man muss da runtergehen und kann sich dann da duellieren. Aber das habe ich ja schon gemacht. Da haben wir den Drachenstein herbekommen. Und das können wir jetzt auch nicht irgendwie benutzen, das ist einfach nur jetzt ein Andenken. Okay, also das wäre es mit den Texten. Das heißt, ich kann mich jetzt voll und ganz auf Wolfi konzentrieren. Und ich könnte hier das vorher ein bisschen aufräumen. Ich könnte den jetzt aber noch töten. Ja, damit er mir nicht in den Rücken fällt. Komm mal her. Oh, ich wollte eigentlich wegräumen. Ich hätte den Regenerationsring doch drin lassen sollen, damit ich jetzt beim Trash wenigstens keine Tränke verliere. Komm, komm, komm. Schnell, Klicks. Nicht beim Trash jetzt sterben. Okay. Ha. So, den Ring nehme ich wieder raus. Ich nehme doch lieber den schnell weglaufen, Kreis rennen und dann regenerieren Ring. Ja, bringt mir alles nichts. Regenerationsring, Regenerationsring. So, dann gibt es dazu noch einmal Glut.
Haben wir jetzt ja inzwischen 17. Das sollte eine Weile reichen. Jetzt gehen wir da hoch und... Was ist mit dir los, Wolf? Ich sehe dich. Ein paar kostenlose Treffer, die nehme ich gerne mit. Jetzt kommen die anderen. Jetzt geht das Rumgefliege los. Wie ich seine eigenen Leute auch treffen würde. Okay, jetzt ist er weg. Ein Wolf weniger. Ich sehe nichts. Ich sehe absolut nichts. Okay. Weiter weg. Jetzt nochmal trinken. Oh, ja, definitiv nochmal trinken. Kriegst da mal rein. Ich glaube, ich habe einen von denen getroffen. Bin mir aber nicht ganz sicher. Das sieht nicht gut aus. Schluck. Zwei Wölfe down. Drei Wölfe. Die anderen kommen gerade ab. Die Kleinen kommen gerade gar nicht. Mann, nur 4 Tränke gleich. Da. Komm nicht zur Luft. Zweimal, okay. Ich glaube, er kann nicht dreimal in Reihe das. Oh, was war das? Ah, Gott sei Dank. Große Scherbe. Also musste ich hier ihn auch nicht final töten. Das hilft mir schon mal ungemein. Aber irgendwann wird der Kampf kommen. Irgendwann werde ich ihn komplett töten müssen. Aber hoffentlich hat er dann keine Horde von kleinen, nervigen Wölfen um sich rum. Und das Ganze findet nicht in einer engen Schlucht statt, wo man nicht ordentlich ausweichen kann. Na gut, jetzt kann ich zum Leuchtfeuer zum nächsten und dann regulär da weitergehen, wo man weitergehen soll. Weil ich mir jetzt einigermaßen sicher bin, dass wir... Achso, da hinten war das. Weil ich mir jetzt einigermaßen sicher bin, dass ich vom Inhalt des Add-ons nichts verpasst hatte. Weil ähnlich wie die Questreihen von den anderen NPCs, dem einen Ritter, den wir gerade getroffen haben zum Beispiel, der nach Horus sucht. Jo. Genau wie man da wohl auch Fehler machen kann, denke ich mal auch hier bei diesen Boss-Quest-Reihen, wenn man das so nennen mag, könnte man wahrscheinlich ähnlich Fehler machen. Und gerade jetzt beim Add-on will ich das nicht unbedingt. Also auf zum Leuchtfeuer, das antatschen und dann mal gucken, was da hinter der Hängebrücke so auf uns wartet. Genau, da. Zum eigentlichen Anwesen. Erstmal schauen, ob hier noch eine Abzweigung vorher ist. Nö. Oh, doch. Für Leiter. Da runterklettern. Was haben wir denn hier Schönes? Das sieht fast so aus, als könnte man da später runtergehen. Du hast wieder so einen Ekelbereich. Jetzt fliegen sie schon. Die scheinen wacher zu werden, die Dinger. Am Anfang krochen sie nur so auf dem Boden rum, haben fast gar nichts gemacht. Und jetzt haben wir schon welche, die fliegen. Vielleicht, je weiter man im Content vorankommt, desto wacher und weiterentwickelter werden die. Das wäre ein interessantes Konzept. Aber ja, das scheint alles nur für den Bleistein gewesen zu sein. Also wieder hoch.
Und jetzt aber wieder Brücke. Gnatsch. Ob irgendwas Dramatisches passiert auf der Hälfte der Brücke. Was knatscht? Dollar. Hinten ist auch noch ein Gebäude. Das ist nicht die Ruine. Nee. Das ist was anderes. Aber es ist halt fraglich, ob wir überhaupt hin können oder ob es nur Deko ist. Ihr seid doch die, die die Flügel bekommen auf dem Rücken. Ja, stimmt, weil das waren ja auch die Ureinwohner von dem Gemälde. Diese Rabenwesen, die dann auch in Dark Souls 2, die eine Schmiedin ist, zum Beispiel einer von der Rasse. Scheint nichts zu tun. Gucken wir erstmal. Oh, ein NPC. Mit dir spreche ich gleich. Du kannst so lange dramatisch da stehen bleiben. Hohler Edelstein. Ja, schön mit verschränkten Armen und Wehen im Umhang. Sonst ist hier nichts. Okay. Wer bist denn du? Well, well. You're Lady Uria's Lord of Hollows. No bell tolls. And yet, you've slipped into the painting. Oh, no matter. If you've lost your way, the words of Lady Frida will guide you. Now, go on inside, show respect, and listen carefully. What's keeping you? Go on, right inside. Show respect, and let Lady Frida speak to you. What's keeping you? Show respect. Okay. Immer schön alle Dialogoptionen ausreizen. Ist nix. Ganz, ganz viele Gemälde. Alle von ihr. Deutsch. Na, was hast du zu sagen? Welcome to the painted world of Ariandel. I am Frida. I have long stood beside our blessed Father and the rest of the forlorn. But forlorn thou seemest not, Lord of Hollows. I know not the missteps which led thee to this painted world, but thy duty is all, and thy duty lieth elsewhere. Return from whence thou camest. I presume it visible to thee? The bonfire here in this room. A meek and faded thing, but 'twill guide thee nonetheless. Nö, ich lass mir ungern sagen, was ich tun soll. Ah yes, there is a thing thou shouldst by rights possess. A remembrance of this cold world for the great Lord of Londor. May it help thee bear thy duty. Frostbissring. Oh, schick. Das dürfte dann frostresistent sein. Now, return from whence thou camest. Thou'st a place in that world, and that alone is cause to rejoice. Nein. Now, thou'st a place in... Erstmal kurz den Frostbissring angucken. Aber dann muss es hier noch einen anderen Weg weitergeben. Jo, erhöht Frostresistenz. Da das Gemälde und sein Frost zu Friedes Heimat wurden, trug sie diesen Ring nie an ihrer Hand. Ist hier irgendeins von den Bildern anders? Oder wir nehmen einfach das da nach oben. Und ignorieren komplett, was sie gesagt hat. Und da hier so viele Markierungen sind, könnte es sein, dass da später ein Bosskampf kommt. Aber Oh. Du siehst anders aus. Zeit für Duo. Duo? Nee. Ich kann einen Blutfleck angucken.
kann das nicht berühren und da irgendwie reinspringen. Also Bild im Bild quasi. Ne. Ah. Sind wir schon anwandern? Aber hier sind auch nichts an den Wänden. Keine Secret-Wände oder ähnliches. Habe ich irgendwas übersehen? Scheint nicht. Geh mal runter. Die Tür hier sieht immer noch verdächtig aus. Kann ich sie jetzt vielleicht öffnen, nachdem ich gesprochen habe? Nein. Oh, mit dem NPC vielleicht sprechen. Jetzt, wo ich mit ihr geredet habe, hat er vielleicht andere Dialogoptionen? Du bist nun zum Öffnen da, okay. Lady Frida has spoken, has she not? Then tarry no longer and be gone. Carry on, for Lady Uria and for Londor. There is one thing you should know. Inside the cold painting, curiosity could be your cross. Stray from the withering flame, and the snow will swallow you whole. Das war eine Drohung. There is one thing you should inside stray. Ja, also ich soll nicht neugierig sein. Ich soll das machen, was gesagt wird. Und gehen. Und dann ist gut. Wenn ich da bleibe und schnüffel, haut er mich um. Ja, nur wo schnüffeln? Ich würde ja gerne. Also ich könnte einfach ihn angreifen oder sie angreifen. Das würde auf jeden Fall irgendwas auslösen. Aber ich würde eigentlich ganz gerne den regulären Weg finden. Klar, mein Char ist inzwischen ziemlich böse. Und es würde auch passen, einfach so hier mischen. Naja, das ist die falsche Art von böse. Aber trotzdem, es wäre nicht schlimm, wenn ich das machen würde. Wenn ich jetzt einen rein guten Char spielen würde, dann müsste ich ja den guten Weg finden. Jetzt muss ich es aber nicht, aber ich würde es trotzdem ganz gerne. Now, thou'st to Da fehlt der Kopf. Nichts zum Antatschen. Die haben jetzt schon mehrfach Londo erwähnt. Vielleicht müsste ich da kurz hinspringen und da was machen. Okay. Reise. Arno Londo. Gefängnisturm. Gehen wir nach ganz oben zu ihm. Zum Götterfresser. Dann würde ich eigentlich ganz gerne dorthin, wo früher Guinevere war. Guinevere? Sie. Das müsste ja hier oben gewesen sein. Lup. Aber damit ist nicht Lady Yuri gemeint. Wer ist jetzt hier Lady Yuri schon wieder? Ich und nicht einfach, das hier alles zusammen zu stückeln. Die ganzen Fetzen an Informationen, Namen und Zeitebenen und so weiter. Ist aber ja auch so gewollt. Ja, nichts Neues hier. Schade, war ein Versuch wert. Ich kann jetzt von hier aus noch einmal nach... Oh. Okay. Noch einmal den Weg zurückfolgen. Also vom Bossraum jetzt nach unten. Dann schaue ich, ob ich da irgendwas Neues finde, was mit Addon zu tun haben könnte. Und wenn nicht, finde ich vielleicht noch den NPC, der seinen Kumpel sucht. Oder gesucht hat zumindest. Jetzt hat er ja anscheinend aufgegeben. Und kämpft alleine weiter. Was garantiert kein gutes Ende haben wird. Ich meine, wir als Protagonist haben ja schon unsere Probleme und sterben andauernd. Wir sind unsterblich. Er ist keine besondere Art von Wesen, sagen wir so. Und die haben dann meistens ein schlimmeres Ende.
Ich höre noch einen zweiten Ritter hinter mir. Oh, oh, oh. Weg, 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 weg. Du hast ganz blutige Beine. Mit deinem Kumpel, hm? So. Oh, du hast auch noch Loot. Der Riese? Ich glaube jetzt einfach nur Plätze ab, wo NPCs sein könnten. Halt wichtige Orte, wie das hier zum Beispiel. Aber ne, ist nicht. Dann in der Mitte weiter der Treppe runter folgen. Das wäre auch noch ein recht prägnanter Ort. Hier beim Leuchtfeuer. Ist aber niemand. Oh, sie. Sie könnte gemeint sein. Geh mal, wobei ich mir ihren Namen nicht gemerkt habe. Diese junge Prinzessin. Müsste hier sein. Die junge Prinzessin, die den in einen Covenant führt. Mit der einfach mal sprechen. Dann müsste man hier ihren Namen auch sehen, oder? Ich glaube schon. Oh komm, es ist nur 20 Meter weiter Luftlinie. Oh, good blade of the dark moon. Welcome home. If I can provide thee succor, only tell me how. Kompanieführerin Jorschka, nicht Ju irgendwas. Long ago, our father Gwyn, lamenting the waning of the fire, became cinder of his own will. Now, the fire is linked by the champions who have come in his stead. Such is the will of father, but long ago only its covenant was preserved. Heirdom taketh many. Off so soon, may the dark... Nee, war es leider nicht. Schade. Das wäre nämlich so ziemlich alles, was mir hier einfällt, anstellen. Ich reise dann mal wieder zurück ins Gemälde, aber ganz an den Anfang und spreche mit dem Wesen, das meint, wir sollten uns ein Bett suchen. Verhält er ja irgendwelche Hinweise darauf, was hier getan werden muss. Alternativ könnte ich auch dahin gehen, wo ich in das Gemälde gezogen wurde. Da war ja auch ein NPC. Wir haben ganz schön viele NPCs in letzter Zeit. Aber ja, da war auch ein NPC und der hat halt dieses Stofffetzen-Ding vom Gemälde uns hingehalten und dann sind wir reingerutscht. Verhält der jetzt auch noch neue Dialogoptionen. Jetzt, wo wir quasi dem Gemälde verwiesen wurden. Auf unhöfliche Art und Weise. Quick, go along. Find one for your sweetly rot. Nö. Nix Neues hier. Habe ich denn irgendwas von hier aus Richtung Kapelle übersprungen oder übersehen? Nö, ich glaube nicht.